Denkmalschutzbehörden ist es ein Anliegen, die historischen Informationen, die ein geschütztes Objekt mitbringt, zu bewahren und für künftige Generationen erlebbar zu machen. Das ist unser gesetzlicher Auftrag, den wir mit den Eigentümerinnen und Eigentümern erfüllen wollen. Dabei ist unsere Devise gemeinsam Denkmale erhalten. Das war übrigens auch das Motto des Tags des offenen Denkmals im Jahr 2016. Denkmalschutz heißt nicht, dass es sich immer um ein Schloss, eine Kirche oder ein Fachwerkhaus handeln muss. Die Arbeit der Denkmalschutzbehörden sieht häufig ganz anders aus. Sowohl öffentliche als auch private Eigentümer kommen auf uns zu, wenn sie ihre Gebäude nach eigenen Vorstellungen verändern, modernisieren oder ansonsten zukunftsfähig machen wollen. Aber auch die Vermietungsgenossenschaften und Vereine mit einem großen Denkmalbestand aus verschiedenen Zeitepochen zählen zu der Kundschaft der Denkmalschutzbehörden. Manchmal ist es der geplante Austausch oder die Aufarbeitung eines historischen Fensters oder eine Balkonsanierung oder die Veränderung einer Überdachung oder die Aufhübschung eines Treppengeländers. Dabei achten wir häufig auch auf ganz kleine Details, die ihren besonderen Charme haben und zur Wertigkeit des Denkmals nicht unerheblich beitragen können. Die Denkmalschutzbehörden bieten sich mit ihrer Fachkompetenz für die Beratung solcher Vorhaben an. Je früher das passiert, desto effizienter kann es bei den Planungen der Eigentümerinnen und Eigentümer Berücksichtigung finden. Unser Ziel ist es, mit allen Beteiligten einen gemeinsamen Weg zu gehen. Am Ende kann ein Kompromiss stehen, der das gegenseitige Verständnis für die jeweiligen Belange berücksichtigt und zum Ausdruck bringt. Die Denkmalschutzbehörden wollen Türen öffnen und durch ein konstruktives Miteinander zu denkmalgerechten Lösungen finden. Begleiten Sie uns nun zu einem Vororttermin in einen eher ländlich strukturierten Stadtteil von Karlsruhe und dort zum Alten Pfarrhaus. Wenn Sie ein Denkmal Ihr eigen nennen, dann kommen Sie gerne vertrauensvoll auf uns zu. Wir stehen Ihnen mit Rat und Unterstützung gerne zur Verfügung. Guten Tag, wir haben einen Termin. Hallo, Frau Heißler. Hallo, Herr Dr. Wenz. Das ist ja schön, dass Sie kommen und dass Sie uns behilflich sind. Wir haben nämlich ein Anliegen, unsere Fassade wollten wir gerne erneuern. Und ganz speziell der Sockel möchte man neu gestalten. Und jetzt ist die Frage, ob man vielleicht sogar eine Möglichkeit hat, dass man da wieder einen Natursandsteinsockel wieder hervorbringt. Je nachdem, da sind wir uns unsicher, ob das machbar ist. Und da sind wir sehr dankbar, dass Sie da uns mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ja, das schauen wir uns gerne mal an. Ja, bevor wir rausgehen, ich habe noch ein Buch von unserem Vorbesitzer. Da steht relativ viel drin über unser Haus, über die Geschichte unseres Hauses, wie es erbaut wurde. Und da ist auch ein altes Bild drin, in dem das gezeigt wird, dass der Natursandsteinsockel noch vorhanden war. Zur damaligen Zeit. Tolle Sache, danke. Ja, die Farbe der Fassade soll beibehalten werden. Wenn wir die Farbe mit dem Farbfächer bestimmen können, dann kann ich in der Akte bei uns auch schauen, ob das mit dem Denkmalamt damals abgestimmt war und was man da bei der Sanierung benutzt hat. Ich denke, die Farbe, die passt ja ganz gut, auch in die Bauzeit des Hauses. Allerdings ist unbedingt wichtig, dass der Neuanstrich mit einer mineralischen Farbe stattfindet. Jetzt ist es ein Dispersionsanstrich und Sie sehen, das ist wie ein Film und der hat auch den Putz praktisch absterben gelassen darunter. Das müssen wir auf jeden Fall beim Neuanstrich vermeiden. Bei diesem Kulturdenkmal handelt es sich um das frühere katholische Pfarrhaus von Stupferich aus dem 18. Jahrhundert. Aus den Quellen wissen wir, dass die Planungen für das Objekt schon in den 1770er Jahren begonnen haben. Ausgeführt wurde es allerdings erst in den 1780er Jahren. Es entstand ein zeittypischer spätbarocker Putzbau mit Walmdach und einer sehr einfachen Sandsteingliederung. Ja, ich konnte mir das Buch jetzt auch mal anschauen, das wir heute Morgen von der Eigentümerin bekommen haben. Da steckt ganz schön viel Baugeschichte drin, Informationen, was gemacht wurde, wie es vielleicht früher aussah. Das Glück haben wir ja nicht immer. Ja, das ist in der Tat so, dass wir die Pläne noch haben aus der Bauzeit des Hauses, wo sogar der Sockel dargestellt ist. Wenn man hier betrachtet, ist es ein glattes Band. Ob das sich jetzt um vorgestellte Orthostaten, also Sandsteinplatten, die mit Pressfugen vor das Mauerwerk geblendet waren, handelt oder ob das schon immer verputzt war, das können wir natürlich hier nicht sagen.
Der jetzige Putz, der stammt auf jeden Fall aus dem frühen 20. Jahrhundert und ist ein Zementmörtel. Der ist aber in einer Farbgebung, die durchaus der Architektur des Hauses entspricht. Das wurde mit unseren Kollegen ja in den 90er Jahren schon mal abgestimmt. Insofern werden wir wahrscheinlich vor derselben Frage stehen, erhalten wir diesen Zementmörtel? Wenn der Zementputz nicht bauzeitlich war, kann man ihn dann vielleicht entfernen. Das war ja der Wunsch der Familie. Ja, weil die Familie wollte das gerne auch. Weiß ich. Es ist nur die Frage, was tun wir dem Haus damit an, wenn wir den Zementmörtel da entfernen? Entweder ist der alte Sockel hinüber gewesen, es gab ja einen Grund, den zu verputzen, oder aber es gab immer schon einen Putzsockel. Und insofern denke ich, dass die richtige Lösung eher wäre, den Zementmörtel zu erhalten und eben wieder neu zu streichen. Mhm. Gut, dann spreche ich das mit der Familie so durch. Ja, das machen wir so. Ja. Wir wohnen als Familie hier, mein Mann und unsere 4 Kinder. Wir haben dieses denkmalgeschützte Haus vor 10 Jahren gekauft und fühlen uns sehr, sehr wohl. Wir haben keinen Tag bereut, dass wir diesen Schritt gewagt haben. Das Haus hat Atmosphäre, es hat Charme, es hat einen Flair. Wir genießen zum Beispiel, dass der Küchenboden knarzt, dass man einfach nicht drum rumkommt, ohne dass die Bretter knarzen. Selbst der Kater kann schleichen, wie er will. Wir hören ihn, wenn er zur Küche reinkommt. Klar, wie jedes Haus macht auch ein denkmalgeschütztes Haus Arbeit. Manchmal sind wir auch ratlos, was wir eigentlich renovieren sollen und wie wir es fachgerecht machen. Da können wir jederzeit bei der Denkmalbehörde anrufen. Wir bekommen immer Ratschläge, Tipps. Es kommt jemand vorbei und schaut sich direkt vor Ort an. Da sind wir immer sehr, sehr dankbar drüber. Wir erhalten auch steuerliche Erleichterungen und darüber freuen wir uns durchaus sehr.